In diesem Video zeigen wir euch die besten Sehenswürdigkeiten rund um Da Nang. Und den Start machen wir mit der Halbinsel Son Tra, auch Monkey Island genannt. Danach geht es in die Marmorberge mit ihren spektakulären Höhlen. Und zum Abschluss nehmen wir euch noch mit auf die Bana Hills. Alleine die Fahrt mit der längsten Einzelseilbahn der Welt ist schon ein Erlebnis für sich. Also bleibt dran. Mit dem Roller geht's auf die Halbinsel Son Tra, ein echtes Naturparadies nahe Da Nang. Die Straßen schlängeln sich durch grüne Wälder und die Aussicht ist jetzt schon atemberaubend. Von Da Nang aus konnten wir unser erstes Ziel, die Linh Ung Pagode, in der Ferne sehen. Und jetzt sind wir ganz nah dran. Angekommen an der Linh Ung Pagode merkt man sofort, wie ruhig und friedlich es hier ist. Dies ist eine beeindruckende buddhistische Anlage, die sich über ein weitläufiges Gelände erstreckt. Das absolute Highlight ist definitiv die riesige, strahlend weiße Guan-Yin-Statue, auch bekannt als Lady Buddha und Schutzpatronin der Fischer. Mit ihren 67 Metern ragt sie majestätisch in den Himmel und ist von weitem sichtbar. Doch es gibt noch viel mehr zu entdecken. Von der Pagode aus bekommt man einen Wahnsinns-Panoramablick über ganz Da Nang, das weite Meer und die Küste. An einem klaren Tag ist die Sicht einfach phänomenal. Der gesamte Tempelkomplex ist super schön angelegt, mit detailreichen Tempelgebäuden, traditionellen Bonsai-Gärten und vielen kleineren Statuen, die überall verteilt sind. Hier kann man wunderbar durch die Anlage schlendern und in einem der schattigen Plätze die entspannte Atmosphäre auf sich wirken lassen. Als nächstes haben wir uns den Gipfel von Son Tra vorgenommen. Auf dem Weg dorthin haben wir ein ganz besonderes Restaurant entdeckt, das wir euch unbedingt empfehlen müssen. Über Google Maps stießen wir auf dieses versteckte Juwel, denn von außen lässt sich kaum erahnen, was sich im wunderschönen tropischen Garten verbirgt. Das Restaurant wird von einer herzlichen Familie geführt und bietet unglaublich leckere vegetarische Speisen zu erstaunlich günstigen Preisen an. Ein echter Geheimtipp. Dann ging es weiter über den Monkey Pass hinauf zum Ban Ko Peak. Die Straße ist hier extrem steil, mit Steigungen von bis zu 15%. Das war wirklich ein abenteuerlicher Ritt. Oben auf dem Gipfel angekommen, wurden wir dann aber mit einer absolut grandiosen Aussicht belohnt. Von hier oben hat man einen 360-Grad-Panoramablick, der die gesamte Küste von Da Nang, die Stadt und das weite Meer zeigt. Man fühlt sich, als würde man über allem schweben. Wirklich ein unvergesslicher Moment. Die Halbinsel Son Tra ist übrigens berühmt für den rotschenkligen Kleideraffen, der oft als einer der schönsten Primaten der Welt bezeichnet wird. Leider haben wir sie nicht zu Gesicht bekommen. So, und gleich noch ein kurzer Tipp, wer wie wir hier den Monkey Pass, nennt man das hier, mit dem Moped erkunden will, der muss eins wissen, hier sind keine Automatik-Scooter oder Automatikroller erlaubt. Wir hatten einen Automatikroller ausgeliehen, wir dachten auch, komm, geht schon klar. Aber ungefähr, wenn man 3 Kilometer die Insel hochfährt, ist eine Schranke. Dort sitzt auch einer, der dann sagt, dass es nicht erlaubt ist. Wir haben uns jetzt dort dann nochmal einen
Roller ausgeliehen für 150.000 Dong. Es ist ein Halbautomatikroller, aber das müsst ihr auf jeden Fall wissen, weil die Roller sind jetzt auch nicht im guten Schuss. Also das ist wirklich eigentlich eine Katastrophe. Wie man sieht, die Rücklichter, der hat auch nur Trommelbremsen, keine Scheibenbremsen. Und ja, ist eine gefährliche Sache. Ich würde es nur wirklich erfahrenen Moped- oder Motorradfahrern empfehlen, weil hier geht es, sage ich mal, 10-15% jetzt bergab. Und wir können da auch nur im ersten Gang mit Motorbremse runterfahren. Also darüber sollte sich jeder im Klaren sein. Und ja. Unser nächstes Highlight in der Umgebung von Da Nang sind die beeindruckenden Marmorberge. Diese faszinierende Fünfergruppe aus Kalkstein und Marmorhügeln erhebt sich majestätisch aus der flachen Landschaft und ist ein absolutes Must-See. Jeder dieser Berge ist nach einem der 5 Elemente des Kosmos benannt: Metall, Wasser, Holz, Feuer und Erde. Von diesen ist jedoch nur einer, der Wasserberg, für Besucher zugänglich und birgt seine eigenen Besonderheiten in Form von versteckten Höhlen, buddhistischen Tempeln und Grotten, die es zu erkunden gilt. Die Marmorberge haben 2 Eingänge, Gate 1 und Gate 2. Gate 2 halten die ganzen Busse an, dort gibt es auch einen Aufzug. Wir sind am Gate 1 und das würden wir jedem auch empfehlen, der noch gut zu Fuß ist. Hier geht es zwar steile Treppen hinauf, aber hier ist auch wesentlich weniger los. Von allen Höhlen in den Marmorbergen ist die Amphoe-Höhle die größte und beeindruckendste. Sie bietet einen faszinierenden Einblick in die buddhistische Mythologie und ihre Vorstellung von Himmel und Hölle. Beim Betreten fühlt man sich sofort in eine andere Welt versetzt. Man geht durch dunkle Gänge, vorbei an dramatisch beleuchteten Skulpturen, die Szenen aus der Unterwelt darstellen. Während des Vietnamkriegs wurde die Höhle als geheimes Lazarett für die Vietcong genutzt und diente zudem als Versteck- und Behandlungsraum für verwundete Kämpfer, während sich gleichzeitig amerikanische Truppen in der Nähe aufhielten. Der absolute Höhepunkt einer Reise nach Da Nang sind die Ba Na Hills. Um dorthin zu gelangen, nehmen wir die Seilbahn, die als längste Einzelseilbahn der Welt gilt und dabei mehrere Weltrekorde hält. Die Strecke beträgt 5.800 Meter ohne Zwischenstopp und man überwindet 1.400 Höhenmeter. Schon die Fahrt ist ein Erlebnis für sich, denn sie bietet eine atemberaubende Aussicht über Wasserfälle, den tropischen Regenwald und die Küste. Oben in den Ba Na Hills angekommen, taucht man ein in eine faszinierende Mischung aus Attraktionen. Das French Village versetzt einen direkt in ein mittelalterliches französisches Dorf mit Kopfsteinpflastergassen, einer Kathedrale und vielem mehr. Die Nachbauten mögen für uns Europäer vielleicht etwas kitschig wirken, aber gerade für asiatische Besucher ist diese detailreiche Kulisse unglaublich interessant und ein echtes Highlight. Doch das ist noch längst nicht alles. Hier oben findet man auch den Fantasy Park, einen großen Indoor-Freizeitpark mit vielen Fahrgeschäften und Spielen für Groß und Klein. Außerdem gibt es die Alpine Coaster, eine Sommerrodelbahn, die rasant den Berg hinabführt und für ordentlich Nervenkitzel sorgt.
Neben all dem Trubel gibt es in den Barnard Hills auch Orte der Ruhe und Besinnung. Man findet hier beeindruckende Tempel und Pagoden, die eine ganz besondere spirituelle Atmosphäre ausstrahlen. Besonders hervorzuheben ist die Lin Ung Pagode, die mit ihrer imposanten Lage und den kunstvollen Statuen zum Innehalten einlädt. Zudem kann man durch liebevoll gestaltete Gärten spazieren, zum Beispiel den Le Jardin d'Amour. Überall gibt es tolle Fotomotive und kleine Cafés, die zum Verweilen einladen. Und wer eine kleine Erfrischung sucht, kann die Bierplaza besuchen, wo die hauseigene Brauerei köstliches Bier im europäischen Stil anbietet. Schon am Eingang des Parks erhält man pro Person jeweils 2 Biergutscheine, die man in der Brauerei einlösen kann. Ein absolutes Highlight und der Star der Barnard Hills ist natürlich die Goldene Brücke, die Golden Bridge. Da hier aber immer sehr viel los ist, empfiehlt es sich, die Brücke am späten Nachmittag zu besuchen, um dem größten Andrang zu entgehen. Diese unglaubliche Fußgängerbrücke scheint von 2 riesigen Steinhänden getragen zu werden, die aus dem Nebel ragen. Von hier aus hat man einen atemberaubenden Blick über die umliegenden Berge und Wolken. Ein wahrhaft magischer Ort und perfekt für unvergessliche Fotos. Ja, das waren die coolsten Highlights, die man rund um Da Nang machen kann. Was den Transport angeht, also Sontra haben wir uns hier einen Roller gemietet. Das war ein Automatikroller. Hier in Da Nang haben wir den gemietet. Wir würden euch empfehlen, falls ihr den Monkey Pass fahren wollt, wie ihr schon im Video gesehen habt, ist es da wahnsinnig steil und man darf nur mit einem Halbautomatik da hoch. Also wäre es am besten, ihr würdet direkt in Da Nang schon einen Halbautomatikroller mieten. Was die Marmorberge angeht, da sind wir mit dem Crab hingefahren, das war auch eine gute Lösung. Und die Barnard Hills, da haben wir über eine Agentur gebucht, sind dann mit dem Bus hingefahren, da war auch ein Guide dabei. Und wir haben auch das Mittagessen schon gleich mitgebucht und das war für uns die beste und günstigste Option. Würden wir auch immer wieder so machen, weil wir hatten auch viel Freizeit, also wir waren 3 Stunden, konnten wir uns da vergnügen, machen, was wir wollten. Dann sind wir gemeinsam am Nachmittag zur Brücke gegangen, was auch eine gute Uhrzeit war. Das war um 15 Uhr circa, da war ein bisschen weniger los als jetzt um die Mittagszeit. War also alles total easy und alles in allem. Also ich kann mich gar nicht für einen Favoriten entscheiden. Ich fand alle 3 Sehenswürdigkeiten total cool. Ja, was sagst du, Marco? Also ich würde auch jedem empfehlen, alle 3 zu machen, wenn man hier in Da Nang ist. Aber mein persönlicher Favorit war die Fahrt mit dem Roller nach Sontra und auch den Monkey Pass hoch, weil ich liebe es einfach, mit dem Roller durch Südostasien zu fahren. Das ist einfach immer wieder ein Erlebnis. Und ein weiteres Highlight für mich war ganz klar die Seilbahn. Das war ein richtiger Thrill. Das war richtig cool. Und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und lasst mal ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.